E-Bikes sind Fahrräder mit Trittunterstützung. Das heißt, am Ende für den Nutzer ist es ein ganz normales Fahrrad. Du setzt dich drauf, du fährst los. Wir haben Sensoren da drinnen, wir haben Elektronik da drinnen und die registriert, was macht der Fahrer gerade. Und der Motor reagiert da ganz natürlich drauf. Also am Ende fühlt es sich für den Fahrer einfach an wie ein Fahrrad mit Rückenwind. Also einfach draufsetzen und fahren wie ein normales Fahrrad, bremsen wie ein normales Fahrrad, schalten wie ein normales Fahrrad und den Rest übernehmen wir. Meistens, wenn wir von E-Bike reden, dann meinen wir Pedelec. Und im europäischen Raum darf ein Pedelec laut Gesetz 25 km/h fahren. Wobei man da unterscheiden muss. Also das fährt nicht von alleine 25 km/h. Es ist, wie gesagt, eine Tretunterstützung. Das heißt, du musst als Fahrer treten, dann unterstützt dich der Motor bis maximal 25 km/h. Du kannst mit einem Pedelec immer noch schneller fahren als 25, aber dann musst du das aus eigener Kraft machen, weil der Motor dann nicht mehr unterstützen darf. Es ist schwer pauschal zu beantworten, wie weit man mit einem E-Bike kommt. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele unterschiedliche Bike-Konzepte auf dem Markt mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akkugrößen, aber auch unterschiedlichen Motoren, die mehr oder weniger leisten, die effizienter sind oder ineffizienter. Also wenn man jetzt mal ein ganz normales Standard-E-Bike oder ein ganz normales Standard-Pedelec nimmt, dann hat das einen Akku, der ist um die 500-600 Wattstunden groß. Das bedeutet, so viel Energie steckt in diesem Akku. Und der Motor hat einen gewissen Energieverbrauch. Das je nachdem, wie viele Berge man hochfährt und wie viel Eigenleistung man reinbringt, kommt man so um die 50 bis 75 Kilometer weit. Das lässt sich natürlich noch stark in beide Richtungen abändern oder ergänzen, wenn man jetzt besonders viel Eigenleistung reinbringt als Fahrer, also wirklich ins Schwitzen kommt und nur wenig vom Motor abverlangt. Oder im anderen Ende der Extrems, wenn man jetzt zum Beispiel ein Lastenrad fährt, als sehr leichter Fahrer und nur wenig eigene Kraft einbringen kann, aber ein sehr großes Gewicht transportieren will, dann fordert man natürlich dem Motor und dem Akku sehr viel ab. Und das merkt man dann natürlich auch in der Reichweite. Dann kommt man vielleicht auch nur noch 20, 30 Kilometer weit. Also es kommt wirklich sehr stark auf den eigenen Einsatzzweck an. Ein E-Bike kann man natürlich auch bei Regen fahren. Ein E-Bike ist letztendlich für den Fahrer ein ganz normales Fahrrad. Natürlich muss man das an die Steckdose hängen und den Akku aufladen, aber ansonsten kann man das wie ein normales Fahrrad behandeln. Man muss das einschalten, aber sonst setzt man sich einfach nur drauf und fährt los. Und genauso kann man auch, wie man ein normales Fahrrad wäscht, auch ein E-Bike waschen. Man sollte es jetzt nicht unbedingt ewig im Schwimmbad untertauchen oder mit dem Hochdruckreiniger voll draufblasen. Aber im Prinzip alles, was man gelernt hat und alles, was man weiß, wie man ein Fahrrad sauber macht mit einem Wasserschlauch oder auch mit einem Schwamm, das kann man 1:1 auch beim E-Bike anwenden. Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, dass alle elektronischen Komponenten einfach eine Wasserdichtigkeit haben, dass dieses ganz normale Handling von dem Bike in allen Situationen problemlos funktioniert.